In diesem Video bauen wir einen vollgefederten E-Roller mit Allradantrieb. Als Räder benutzen wir Hoverboard-Motoren. Das erleichtert das Ganze sehr, da man keinen komplizierten Antrieb bauen muss. Bei diesen Rädern kommt aber die Achse nur aus einer Seite raus. Daher muss die Motorhalterung ziemlich stabil sein. Die Grundstruktur des Chassis ist einfach ein Rechteck. Wir haben den Abstand zwischen den Profilen so gewählt, dass die Akkus dazwischen passen. Hinten lassen wir die Seitenprofile für das Federsystem ein wenig überstehen. Nachdem alles festgeschweißt ist, geht's weiter mit dem hinteren Federarm. Dafür verwenden wir ein kurzes Stahlrohr, in das wir 3 Kugellager reinpressen. Ein Kugellager auf jeder Seite und eins zur Stabilisierung an der Stelle, wo das Profil angeschweißt wird. Im Profil schneiden wir eine Aussparung raus, um es am Rohr anschweißen zu können. Wir flexen dann eine weitere Aussparung aus für den Motor und schweißen ein Stück Flachstahl an, das die Motorachse mit Hilfe einer Schraube klemmen soll. Später aber brach diese Schweißnaht. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, ist es logisch, dass es bricht, weil der Stahl an dieser Stelle nach dem Schweißen gehärtet ist und ja, gehärtetes Stahl kann man nicht wirklich biegen, weil es leicht bricht. Auch die Schraube hat sich einfach beim Festziehen abgerissen. Wir befestigen also die Schraube nochmal mit einem festeren Schweißpunkt und fügen als zweiten Befestigungspunkt eine weitere Schraube hinzu. Jetzt setzen wir die Achse des Federarms ein. Da die Löcher nicht ganz fluchten, war es ziemlich kompliziert, die Achse mit den Löchern auszurichten. Die Achse wird dann mit ein paar Schweißpunkten befestigt. Wir installieren anschließend noch den Dämpfer. Als nächstes bauen wir die einarmige Federgabel. Wir fangen mit dem Lenkungslager an. Es besteht aus 2 Stahlröhren, die wir bei meinem Freund gedreht haben, damit sie perfekt ineinander passen. Der Einfachheit halber verzichten wir hier auf Kugellager, aber vergrößern trotzdem die Reibungsfläche mit einem Flachstahlrest und einer großen Scheibe. Bevor wir das Profil der Gabel an dem Lenkungslager schweißen, schneiden wir in dem Profil einen 45° Winkel und biegen es, damit der Motor später möglichst in der Mitte sitzt. Wir zweifelten sehr, ob das überhaupt halten wird, deswegen sind diese Schweißnaht und auch die ganze Gabel so massiv geworden. Für das Federgelenk benutzen wir eine dicke Schraube und mehrere Muttern, die sich auf dem Gewinde drehen. Auf den Muttern schweißen wir dann den vorderen Federarm fest. Um den Motor vorne zu befestigen, entschieden wir uns für eine andere Befestigungsmethode, die wie folgt funktioniert. Für die Motorachse wird ein Loch ins Profil gebohrt. Die Achse wird dann mit einem Keil einfach festgeklemmt. Dieser wird anschließend mit einer kleinen Schraube gesichert. Diese geniale Motorhalterung wurde von meinem Freund erfunden. Also schaut euch seinen Kanal vielleicht doch nicht an. Diese Befestigung hat 2 Nachteile. Erstens, es ist super kompliziert, den Keil da herauszuholen, um den Motor auszubauen. Und zweitens, der Motor verschiebt sich durch die beim Fahren entstehenden Vibrationen von rechts nach links. Aber ich konnte dieses Problem schnell lösen, indem ich die Motorachse mit 2 weiteren Schrauben sicherte. Oh Scheiße. Da diese Halterung recht gut gehalten hat, ließen wir sie einfach so. Trotzdem ist die erste Motorbefestigungsmethode meiner Meinung nach besser. Für die Gabel benutzen wir einen kaputten Fahrraddämpfer, der leider nicht mehr dämpft. Also habe ich einen neuen gebrauchten bestellt und ihn später ausgetauscht. Wir mussten die untere Stoßdämpferbefestigung oft anpassen. Daher kann es sein, dass sie sich im Laufe des Videos ab und zu mal ändert. Das Verbinden des Vorderteils mit dem Rahmen war bei weitem das Schwierigste. Alles musste gerade sein, mit einem bestimmten Winkel, Abstand und so weiter. Außerdem musste man natürlich aufpassen, dass die Gabel nicht an den Rahmen stößt. Zufälligerweise hatte ich einen Stahlrohr mit einem 90° Winkel. Das hat ganz besonders gut gepasst, da sonst die Gabel an dem Rohr stoßen würde. Der erste Versuch, die 2 Hälften miteinander zu verbinden, war nicht so erfolgreich. Die Lenkstange ging viel zu weit nach hinten und die Position des Motors war viel zu hoch. Also musste ich das Stahlrohr verlängern.
Außerdem habe ich das Rohr so weit wie möglich nach vorne und die Stabilisatoren so weit wie möglich nach hinten an den Rahmen geschweißt, sodass es ein Dreieck bildet und an dieser Stelle nicht brechen kann. Ich mache mit der Lenkstange weiter, indem ich das Rohr hier verlängere und die Lenkstange mit 2 Bolzen befestige. Der Lenker kommt von einem Fahrrad, er wird einfach an die Lenkstange festgeklemmt. Ich biege das Fach für die Akkus aus einem Stahlblech und schweiße es im Rahmen fest. Bevor ich den Deckel montiere, setze ich 3 Querstreben ein, denn das dünne Blech würde das Gewicht des Fahrers sicher nicht aushalten. Aber die Querstreben sind zu eng zueinander, sodass es ziemlich kompliziert ist, die Akkus einzusetzen. Aber es geht. Ich befestige noch den Deckel mit 2 kleinen Scharnieren. Dann ist der neue Dämpfer angekommen. Er ist kürzer als der andere, sodass der Rahmen gegen den Reifen schleifen kann. Also habe ich vor, diesen Bolzen höher zu setzen, um den ganzen Rahmen anzuheben. Dazu schneide ich mehrere Schlitze in das Profil, biege es ein wenig und schweiße es dann fest. Klingt doch ganz einfach. Oh nein! Das war nicht geplant, das sollte anders sein. Jetzt will ich hier schneiden, damit es sich zurückfaltet. Der Roller fuhr schon, aber ich war noch nicht zufrieden. Er war mir zu langsam. Also baute ich den Roller um größere Reifen montieren zu können. Aber ich konnte keine Ersatzreifen in der Größe finden, die ich brauchte, um etwa 30 km pro Stunde zu erreichen. Ich dachte, ich drucke sie mit meinem 3D-Drucker aus, aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Das kommt vielleicht in einem anderen Video. Vielleicht. Mal sehen. So, vorne werde ich nur so wie hier ein paar Mal hier reinschneiden und das leicht rumbiegen und wie hier dann festschweißen, so dass das Rad ein paar Zentimeter tiefer ist. So, mal sehen, ob das reicht. Oh, der Roller ist deutlich höher. Jetzt funktioniert der Roller mechanisch einwandfrei. Es fehlt nur noch die Lackierung und die Elektronik, die bereits schon eingebaut ist und zum Lackieren entfernt werden muss. Vor dem Lackieren schleifen wir so gut wie möglich den Rahmen und entfetten es auch. Ich wollte den Roller eigentlich nicht lackieren, aber ich muss sagen, dass es sich gelohnt hat. Jetzt sieht er wirklich gut aus. Die Motoren werden mit jeweils einem 500 Watt Controller angetrieben, die mit einem 48 Volt 10 Ampere LiPo-Akku versorgt werden. Nachdem wir die Elektronik eingebaut und verkabelt haben, können wir endlich fahren. Aber halt, die Bremsen fehlen noch. Bremsen sind doch sehr wichtig. Man kann mit den Motoren bremsen, was sogar die Akkus auflädt. Hört sich gut an, aber es bremst nicht wirklich. Die elektronische Bremse kann den Roller nur verlangsamen, aber anhalten geht damit nicht. Der Roller fährt sich schon ganz gut. Leider ist er zu langsam, wegen der kleinen Räder. Dafür hat er aber viel Power, sodass man ohne Probleme zu zweit damit fahren kann. Wenn man aber die maximale Geschwindigkeit erreicht, stimmt irgendwas mit der Lenkung nicht, obwohl eigentlich alles einigermaßen gerade ist.
aber sonst ist das Fahrgefühl eigentlich ganz okay. Zur Autonomie kann ich nichts sagen, weil ich sie nicht wirklich getestet habe. Für mich hält es lang genug. Ich bin mit diesem Elektroroller ziemlich zufrieden. Es ist natürlich nicht ganz perfekt geworden, zum Beispiel die fehlenden Bremsen, die langsame Geschwindigkeit oder auch das Gewicht. Das Ding ist verdammt schwer. Die Profile könnten zum Beispiel dünner sein, aber das Schwerste sind ganz klar die 2 Motoren. Wegen all dieser Probleme wird es bestimmt eine zweite Version geben. Trotzdem muss ich sagen, es ist ziemlich geil geworden mit den Federungen und Allradantrieb. Denkt daran zu liken und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.